Die Musik George Crumbs wirkt sehr überraschungsvoll durch die fast polystilistische Mischung von sogenannten Extended Techniques, kalligraphischer und zum Teil graphischer Notation und verschiedensten musikalischer und außermusikalischer Zitaten. Trotz dieser Kontraste verwendet Crumb gewisse kompositorische Mittel, die seiner Musik Einheit verleihen und alle ihre Fassaden prägen. Ein solches Beispiel ist das Werk Celestial Mechanics Makrokosmos IV, Crumbs einzige Komposition für Klavier zu 4 Händen. Ich bin Dimitrios Katharopoulos, ich studiere Musiktheorie-Master an der Universität für Musik und Darstellende Kunst Graz und werde Sie in dieser Reise durch Crumbs Noten begleiten. Ein wichtiger Einfluss auf Crumb war Bartoks Konzeption der Symmetrie als strukturelles Fundament. Die spiegelhafte Bewegung und zweifache Unterteilung des Materials nach links und rechts bzw. nach oben und unten von einem Ton ausgehend sind bereits in Bartoks Mikrokosmos zu finden. Daraus ergaben sich bei Crumb horizontale sowie vertikale symmetrische Konstellationen bereits bei Echoes of Time and the River. Seit diesem ersten großen Werk hat Crumb die Symmetrie öfters thematisiert und als Topos in seinem Schaffen verwendet. In Crumbs Werken aus den 60er und 70er Jahren lassen sich symmetrische Intervallkonstellationen immer wieder finden. Solche Strukturen finden sich unter anderem in den 4 Madrigals-Hefte und in Ancient Voices of Children, beide nach Federico García Lorcas Lyrik, und im Streichquartett Black Angels, ehe Crumb mit der Makrokosmos-Werkreihe anfing. Aus Crumbs Experimenten mit symmetrischen, harmonisch-melodischen Gestalten ergab sich bereits bei Makrokosmos I eine präzisierte Herangehensweise zum Material hinsichtlich Symmetrie und ihrer Konstruktion. Diese Strategie, die eng mit der sogenannten Pitch-Class-Set-Theorie verbunden ist, prägte Crumbs Schaffen durch die 70er Jahre und lässt sich klar durch Celestial Mechanics beobachten. Die Pitch-Class-Set-Theorie reduziert den harmonisch-melodischen Verlauf einer Komposition zu den absoluten Intervallkonstruktionen, die diese prägen. Darüber hinaus stellt sie die strukturelle Beziehungen zwischen den verschiedenen Elementen deren, ähnlich wie die motivischen Bezüge einer tonalen Komposition dar. Die breite Anwendbarkeit der Pitch-Class-Set-Theorie ermöglicht die Auseinandersetzung mit einem stets erweiternden Spektrum von Kompositionen aus verschiedenen Genres und ästhetischen Strömungen. Makrokosmos IV ist von Crumbs Lieblingselement, das sogenannte Trichord, geprägt. Es handelt sich um eine Intervallkonstellation aus 3 Tönen, die Crumb öfters in seinem Schaffen verwendet und immerhin elastisch manipuliert. Die Elastizität des Materials findet sich sowohl in der Beweglichkeit der einzelnen Töne als auch in den Kombinationsmöglichkeiten, die das Trichord dem Komponisten anbietet. An diesem Punkt liegt der Unterschied des Crumbschen Trichords zur Dreitonkonstellation der Pitch-Class-Set-Theorie. Die Sets sind als absolute und nicht als elastische Gestalten konzipiert, was die kompositorische Entwicklung bzw. Ausarbeitung des Materials im Laufe des Werks ignoriert. George Crumb komponierte den 4. Teil der Werkreihe Makrokosmos 1979. Es handelt sich um seine einzige Komposition für Klavier zu 4 Hände und besteht aus 4 Sätzen, die 4 Konstellationen unserer Galaxie musikalisch beschreiben. Crumb legt den Fokus auf die Gegenüberstellung des solistischen Charakters zum symphonischen. Dies geschieht durch die individuelle Hervorhebung beider Partien hinsichtlich Virtuosität, Dramaturgie und Entfaltung des Materials zum einen und durch die Ausschöpfung des Umfangs sowohl klanglich als auch in der Ausarbeitung des Materials zum anderen. Ferner spiegelt sich der orchestrale Aspekt des 4-händigen Klaviers in der polyphonen Frage-Antwort-Struktur sowie in der Satzdichte, die auf Oktavverdopplungen verzichtet und dadurch mehrere Stimmen darstellen kann. Bereits im ersten Satz des Werks demonstriert Crumb sein Kennen und Können der Pitch-Class-Set-Theorie, indem er die komplementären Intervalle des originalen Trichords gleich behandelt. Ferner gestaltet er komplexere Tonhöhenkonstellationen durch die Überlagerung des Urmaterials. Gegen die Theorie spricht nun die Vermutung, dass die weiteren Trichorde des Satzes nicht eigenständig, sondern aus dem Original durch Halbtonverschiebungen ableitbar sind. Insbesondere die Set-Kombinatorik ist ein zentraler Topos der Crumbschen Musik, worüber wir auch später sprechen werden.
die Gestaltung größerer Konstellationen vom Trichord ausgehend wird besonders in den darauf folgenden Sätzen durch die Verwendung überlagerten Sets thematisiert, die sowohl eigenständig als auch zusammengesetzt sind. Ein solches Beispiel ist die Pentatonik Pentachord 535 in Bezug zum Trichord 3-7, die bereits im zweiten Satz erscheint. In Beta Cygni lässt sich zum ersten Mal in Celestial Mechanics die symmetrische Erweiterung des Sets beobachten. Es handelt sich um die Verdoppelung des Ausgangsintervalls eines Trichords am Ende dessen, wodurch ein Tetrachord mit der Symmetrieachse im mittleren Intervall entsteht. Dieser weitere Topos der Crumpson-Musik wird im dritten Satz Gamma Draconis ausgearbeitet. Eine detaillierte Analyse des Setmaterials dieser Sätze und des gesamten Werks würde an dieser Stelle das Primat des absoluten Intervallgehalts bzw. des Intervallvektors der Sets gegen der Richtung der Intervalle bzw. der gesamten Sets in Crumps Musik demonstrieren.
Der vierte Satz fasst alle diese Strategien zusammen, indem neben den fundamentalen Sets des Werks auch die symmetrischen und zusammengesetzten erweiterten Sets erscheinen. Das Thema der Cosmic Canons demonstriert alle diese Verhältnisse, während seine sechsstimmige Harmonisierung in Primo zwei Transpositionen des 3/9 Trichords in Halbtonabstand zusammensetzt, wodurch das 6Z38-Hexachord entsteht. Die Besonderheit des Crumb'schen Trichords und seiner Verwandlungen liegt daran, dass es simultan horizontal und vertikal funktioniert. Jegliche Manipulation des Trichords als Akkordbildung darf auf der horizontalen Achse übertragen werden und umgekehrt. Daraus ergibt sich eine Matrix, die möglicherweise ähnlich wie diejenige der seriellen Musik aussieht, obwohl sie von ganz anderen Regeln geprägt ist. Die Elastizität des Trichords findet sich in seinen Erweiterungsmöglichkeiten auch. Aus der Verdoppelung des ersten Intervalls eines Trichords am Ende dessen beispielsweise ergibt sich ein symmetrischer vierstimmiger Akkord, dessen Symmetriepunkt sich im mittleren Intervall befindet. Aus der Aneinanderreihung bzw. Überlagerung zweier Trichorde ergibt sich ein Hexachord, welches ebenso symmetrisch aufgebaut ist, auch wenn die Symmetrieachse nicht direkt entdeckbar ist. Die Fähigkeit des Trichords, symmetrische Gestalten zu konstruieren, verweist auf den mystischen Klang Scriabins, was weiters zu Crumbs Einflüssen aus der Jahrhundertwende hinblickt. Was die Beweglichkeit der Einzeltöne des Trichords bei Crumb betrifft, sind die großen und kleinen sowie die komplementären Intervalle austauschbar. Die Umkehrbarkeit der Intervalle erlaubt dem Komponisten auch, den Raum zwischen zwei Tönen auszufüllen, wodurch das Trichord als Ausgangspunkt komplexerer Gestalten harmonisch-melodisch funktionieren kann. Dazu spielt die Faltungstechnik von Varese eine wichtige Rolle, laut der zwei Töne einer Dreitongruppe unangetastet bleiben, während der dritte nach bestimmten Regeln umgestellt wird. Des Weiteren kann das Trichord in sich durch Abstraktion bzw. Hinzufügung eines oder mehreren Halbtönen komprimiert oder ausgedehnt werden. Das heißt, dass aus einem sehr einfachen Material dem Komponisten ein enormes melodisch-harmonisches Arsenal zur Verfügung steht, denn das Trichord genauso elastisch und plastisch manipuliert werden kann wie ein Teigblatt. Das ist der fundamentale Unterschied zwischen Crumbs Zugang zu den Pitch-Class-Sets und der strengen Pitch-Class-Set-Theorie. Im Gegensatz zur Darstellung der Sets als absolute Gestalten, die aneinandergereiht sind, erarbeitet Crumb sein Material so, dass seine klangliche bzw. kompositorische Charakteristika sich verselbstständigen und als eigenständige Konstellationen funktionieren.
Aus dieser Präsentation des Bezugs zwischen der Pitch-Class-Set-Theorie und Crumps Makrokosmos sind zwei Folgerungen abzuleiten. Zunächst geht die Strenge des theoretischen Gerüstes nicht immer mit der kompositorischen Praxis zusammen. Auch wenn die Kriterien Allenfortes für eine richtige Analyse möglichst präzis angewandt werden und sich möglichst akkurate Funden aus der Analyse ergeben, finden sich stets Abweichungen von der wortwörtlichen Fassung der Theorie. Die Sets, die Crump auf abstrakter Weise verwendet, verweisen auf eine freie Auseinandersetzung mit der Theorie sowie auf die Thematisierung der Kombinatorik kleinerer Konstellationen, denn diese Sets als zusammengesetzte Konstellationen betrachten werden können, was auf das Webensche Ableitungsprinzip sowie auf Babbitts Interesse an die strukturelle Anwendbarkeit des Drehcodes verweist. Dies erzeugt eine gewisse Freiheit der kompositorischen Verwendung der Pitch-Class-Sets, die mit der fast mechanistisch-mathematischen Konzeption der Pitch-Class-Set-Theorie nicht übereinstimmt. Zweitens scheint der Intervallvektor für Crump wichtiger als das Ton- und Intervallgehalt der Sets in sich zu sein. Dies kann durch die verzerrten Sets verdeutlicht werden, weil trotz des richtigen Intervallvektors ist das Intervallgehalt des Sets frei behandelt. Dies kann durch die verzerrten Sets verdeutlicht werden, weil trotz des richtigen Intervallvektors ist das Intervallgehalt frei behandelt. Des Weiteren spielt in Crumps Umgang mit den Sets die absolute Distanz der Töne innerhalb der Konstellation eine gewisse Rolle. Die Beweglichkeit und Permutierbarkeit der Einzeltöne und Intervalle erlaubt Crump, das Pitch-Class-Set-Material zu falten. Das heißt, dass die Intervalle eines Sets so permutiert werden dürfen, dass die Erscheinung des Sets mit dessen Primeform nicht absolut übereinstimmt. Trotzdem bleiben die Sets durch ihren Intervallvektor identifizierbar. Interessant wirkt in diesem Zusammenhang, dass Crump tendenziell mit Primeforms und Permutationen bzw. Umkehrungen der Intervalle arbeitet. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.